Exercise, exercise, exercise. This is Mein Schiff 7. We have a fire in the bow area causing severe smoke development. We suspect a mass casualty incident. Wir sind hier heute im schönen Warnemünde auf der Mein Schiff 7 und führen eine groß angelegte Übung mit dem Havariekommando und anderen externen Kräften durch, um eine sogenannte Manflage, einen Massenanfall von Verletzten zu proben und ein Schnittstellentraining durchzuführen zwischen dem Schiff und den externen Kräften. Die große Herausforderung generell bei der Massenanfall von verletzten Situationen auf See ist, es ist zum einen sehr, sehr weit weg. Weg vom Land, von den Krankenhäusern, da wo eigentlich man sonst Hilfe bekommt. Und das Weitere ist, jedes Schiff ist anders. Gerade ein Kreuzfahrtschiff mit den unterschiedlich vielen Decks und der großen Länge und Weite und vielen Räumen ist immer eine Herausforderung. Und was üben wir? Wir üben eine potenzielle Situation, in der es einen Brand, eine Rauchgasexplosion gab in einem Crewbereich. Und da unterstützt das Havariekommando, indem wir Einsatzkräfte an Bord bringen und dem Mein Schiff 7 Personal unterstützen, unter die Arme greifen. Also bei diesen Übungen ist es eigentlich immer so, man kann die Wochen, Monate lang planen. Am Ende passiert oder kommt es doch immer ein bisschen anders, als man denkt. Dementsprechend jetzt die letzten 5 bis 10 Minuten, bevor es dann wirklich losgeht und wir die Nebelmaschine starten mit dem Kunstrauch, sind natürlich für alle nochmal interessant. Jetzt müssen die verletzten Darsteller untergebracht werden, alle müssen auf die Position und dann können wir loslegen, hoffentlich. Also unsere schiffsseitigen Feuerteams, die sogenannten Mobile Fire Groups, haben jetzt gerade mit der Brandbekämpfung und dem sogenannten Search and Rescue, also Suchen und Retten, begonnen. Haben jetzt eben schnell in unserem Szenario festgestellt, dass es sehr viele Verletzte sind, dass das Feuer sehr groß ist und dementsprechend fordert jetzt gerade parallel die Brücke ein Mayday an. We request immediate assistance for firefighting and search and rescue. Von Land gekommen sind insgesamt 3 Gruppen, die erstmal ein Winch-Training auf offener See durchgeführt haben, was im Notfall eben auch der Prozess wäre, da wir einen Seenotfall nicht nur landseits haben können, sondern auch wenn wir in Fahrt auf See sind. Diese sind dann mit einem Boot der DGZRS bei der Mein Schiff 7 längsseits gegangen, hier an Bord gekommen. Der Einsatzleiter ist auf die Brücke, hat sich ein Status-Update geholt und die Kräfte sind dann hier zum Löschen und Retten erschienen. Hier herrscht jetzt ja auch gerade eine Menge Trubel, so wie es in einer echten Situation auch wäre. Dementsprechend haben unsere verletzten Darsteller auch so Karten bekommen, wo dann auch draufsteht, was ist die Verletzung und aber auch ihr psychisches Verhaltensmuster. Wir hatten ein paar Damen und Herren, die hier wirklich alles gegeben haben, um auch so eine Notsituation gut zu repräsentieren. Wir befinden uns jetzt in der Triage Area auf Deck 2 in unserem Crew-Bereich, direkt neben dem Crew-Hospital. Und hier werden jetzt die Verletzten gesammelt, kategorisiert und dann von Bord evakuiert. Und was wir jetzt hier gerade sehen, ist eben das geordnete Durcheinander so einer unglaublich großen Anzahl von Verletzten, wo jetzt ganz viele Notfallsanitäter schnellstmöglich versuchen, jeder Person die angemessene Hilfe zukommen zu lassen. Man übt für alles natürlich, so, das ist wichtig. Der Tag war lang natürlich, aber in der ganz Großen hat alles funktioniert super, das muss ich sagen. Unser Ziel heute war ein sogenanntes Schnittstellentraining, die Kommunikation zwischen den einzelnen Playern. Das hat einwandfrei funktioniert, was mich persönlich sehr glücklich macht. Wir sind jetzt wiederholt an Bord der Mein Schiff 7. Dieses Schiff selber wächst uns mehr und mehr ans Herz. Wir sind immer wieder gerne an Bord und die Kooperation mit TUI Cruises ist einfach fantastisch. Und ich glaube, es ist im gemeinsamen Interesse, dass wir gerne üben wollen, präventiv arbeiten, damit wir auch in der Zukunft die Sicherheit für alle Frauen und Männer auf See garantieren können.